Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Manuela und heute machen wir einen Parmesan-Bagel. Dazu brauchst du die folgenden Zutaten. So, und dann lass uns auch direkt starten. Hier habe ich jetzt schon den Basis-Bagel, den Cream Cheese Bagel. Verlinke ich dir auch hier oben, falls du noch nicht weißt, wie er geht. Den jetzt erstmal wieder öffnen, gucken, welche Seite ist die schönere. Und dann habe ich hier dünn geschnittenen Parmesan. Den kannst du entweder schon so fertig in diesen Scheiben kaufen oder du nimmst Parmesan am Stück und nimmst ein Messer und gehst damit immer ganz langsam nach unten, von oben nach unten und machst dir so Streifen ab. Hier jetzt erstmal den ganzen Bagel schön dick und ordentlich damit belegen. Aber das ist ja schließlich ein Parmesan-Bagel. Und da auch direkt gucken, was ist meine Vorderseite. Die muss natürlich ein bisschen schöner belegt sein und auch ein bisschen mehr belegt sein, weil da macht der Bagel dann seinen Mund auf. Von daher, aber trotz allem natürlich überall was drauflegen, damit man auch bis zum letzten Happen was davon hat. Also siehst, ich habe da schon eine gute Menge drauf gemacht. Jetzt, wo er dann soweit belegt ist, auf den Deckel noch Balsamico-Creme. Hier einfach so 2, 3 Ringe. Es gibt dem Ganzen nochmal so einen extra Geschmack. Und jetzt noch Rucola. Rucola-Salat auch ganz locker nehmen, wie in so eine Pfötchenhaltung. Ja, das heißt, du machst wie so eine Kuhle aus deiner Hand, legst den Rucola dort hinein. Auch schön ordentlich gefüllt, aber achte darauf, dass du ihn nicht so sehr knickst oder matsch zusammendrückst, damit er matschig, sondern dass er wirklich schön locker in deiner Hand liegt. Dreh dir die Vorderseite dann so hin, dass du den gut belegen kannst. Ich nehme auch schon direkt den Deckel. Wie du Rucola übrigens wäschst und aufbewahrst, verlinke ich dir hier oben in einem extra Video. Dazu hatte ich schon mal eins gemacht. So, und dann einfach hier vorne den Rucola an den Beginn setzen, Deckel nehmen und mit dem Deckel quasi festhalten. So, und dann siehst du, jetzt ist der Bagel schön dick belegt, der Rucola ganz locker da drin, der öffnet das so und dann haben wir hier unseren fertigen Parmesan-Bagel. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Abonniere meinen Kanal, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst und hinterlass mir gerne einen Kommentar, wie es dir geschmeckt hat.